Die Geschichte ist eigentlich ganz kurz erzählt. Paul Weller spielte natürlich früher bei einer Gruppe namens The Jam. Diese Gruppe war besonders in England unheimlich erfolgreich, bis Paul Weller so Ende 82 auf die Idee kam, die Gruppe einfach aufzulösen. Es dauerte aber nicht sehr lange, bis er eine neue Gruppe hatte. Und diese Gruppe, The Style Council, hat er dann mit Mick Talbot zusammengegründet. Mick, der früher bei Gruppen wie Dexys and the Midnight Runners und verschiedenen anderen Gruppen auch gespielt hat. Anfang 1983 gab es also schon The Style Council. Seitdem haben sie insgesamt 5 LPs herausgebracht. Sie haben an unheimlich viele Benefizkonzerten teilgenommen. Und sie spielten auch natürlich am berühmten Live Aid-Konzert. Die beiden sind aber nicht so gut aufs Fernsehen zu sprechen, besonders wenn es darauf ankommt, Musik im Fernsehen zu präsentieren. Und vielleicht gerade deswegen haben sie vor kurzem ihren eigenen Film gedreht. Er hat gerade einen Film gemacht. Ich weiß nicht, ob er in Deutschland irgendwann gezeigt wird. Der Film heißt Jerusalem. Aber wovon handelt er genau und warum habt ihr ihn überhaupt gemacht? Also wir fanden die Idee gut, selbst einen Film zu machen. Es ist eine Erweiterung von dem, was wir sowieso machen. Wir hatten zum Beispiel keinerlei Ambitionen, Schauspieler zu werden, sondern wir wollten bestimmte Ideen auf eine visuelle Art und Weise rüberbringen. Der Film zeigt, wie wir England sehen und handelt auch davon, was aus England werden könnte. Allerdings in komprimierter Form, weil der Film nur 33 Minuten lang ist. Er besteht aus einer Mischung von Tatsachen und Surrealismus und ist natürlich auch von einem gewissen schwarzen Humor geprägt. Fact and half sort of surrealism is quite funny as well, I think. You know, it's kind of quite humor, black comedy, I suppose you'd call it. There's less politics, though, on the new album, for instance. There are more personal songs. Was that something that came out of your own situation? You just felt that there were certain things you wanted to write about, or was it a conscious decision? Die neue Platte dagegen ist weniger politisch, dafür aber persönlicher. Kam das einfach so, oder hast du, Paul, bewusst die Entscheidung getroffen, diesmal etwas auf Politik zu verzichten? Ich wollte mich nicht wiederholen. Es wäre zum Beispiel sinnlos gewesen, wenn ich versucht hätte, Songs wie Homebreakers oder Walls Come Tumbling Down neu zu schreiben, weil sonst wird das, was man sagt, schnell wie Klischees behandelt. Ich wollte einfach über was ganz anderes schreiben, aber ich kann natürlich nur darüber berichten, was ich gerade so fühle oder erlebe. You're a duo to a certain extent. On the other hand, I mean, Steve, the drummer, has been with you for a long time. Now, obviously, DC Lee has been with you for a long time too. And you've worked in the past with various other people. I mean, I find it quite The interesting. Style Council besteht zwar hauptsächlich aus euch beiden, aber Steve White, der Schlagzeuger, spielt schon seit längerer Zeit mit euch zusammen, sowie auch DC Lee. Und unter dem Namen The Council Collective habt ihr auch mit zum Beispiel Junior oder auch Jimmy Ruffin gearbeitet. Und auf der neuen LP haben Leute wie Curtis Mayfield und The Valentine Brothers ein paar Lieder von euch selbst abgemischt. Aber inwieweit haben solche Leute euch überhaupt selber beeinflusst? Tja, ich weiß nicht. Ehrlich gesagt nicht sehr viel. Was aber nicht bedeutet, dass wir nicht zum Beispiel von Curtis Mayfields eigener Arbeit beeinflusst worden sind. Aber die Tatsache, dass er für die Mischung einer unserer Songs verantwortlich war, hat nicht unbedingt viel zu sagen. Es ist aber natürlich schön, auf diese Art und Weise die Möglichkeit zu haben, Leute kennenzulernen, die man sowieso immer bewundert hat. But I don't think that's much bearing on our work particularly. One of the criticisms that I've often read about the band is the fact that you have very good taste, you like the right people, you like the right Es ist kind oft of gesagt records. worden, dass ihr einen sehr guten Geschmack habt, dass ihr die richtigen Leute gut findet und dass ihr die besten Platten kennt. Aber dass ihr selber manchmal nicht in der Lage seid, die gleichen Gefühle, die auf solchen Platten zu finden sind, genauso stark zu vermitteln. Es ist vielleicht das alte Argument, nämlich können Weiße Bluesmusik oder Soulmusik genauso gut interpretieren wie Schwarze. Was haltet ihr aber selber davon? Ich weiß nicht genau, obwohl ich der Meinung bin, dass manche meiner Songs besser sind als Songs aus der heutigen Soul- oder Funk-Szene. Aber dann wiederum ist meine Stimme längst nicht so gut wie die von zum Beispiel Curtis Hairston oder manchem anderen Sänger. Die Frage aber, ob das, was man macht, originell sei, hat mich nie besonders interessiert. Mir geht es darum, ob ein Lied gut oder schlecht ist. Und wie soll man sowieso entscheiden, ob etwas originell ist oder nicht?
Ich meine, wir leben mittlerweile seit 30 oder 40 Jahren mit Popmusik und es gibt recht wenig noch, was man überhaupt damit machen kann. Ich persönlich will ganz einfach Songs hören, die gut geschrieben sind, die gut strukturiert sind und die gut gespielt sind. I just like to hear good songs. I like to hear songs that are well structured and well written and well played, you know, musically and vocally, you know.